Dann hole ich mir das wieder, setze es da ein. Hole ich mir das wieder, setze es da ein. Hole ich mir das wieder und setze es auch da ein. Und gehe hier weiter. Yup, that is how it works. Oha. Oh, die Beleuchtung. Was? Oh. Ah, interessant. Wir alles wieder abschließen hinter uns. Der nächste kann das Rätsel ja sicherlich nicht machen. How does the ISA know you're gonna make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth, running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Interessant. Auch nochmal ein Clone. Also alles schön abgesichert. Jetzt bei ihm können wir uns eigentlich sicher sein, dass da nichts passiert. Aber wenn sie schon so fragt, dann wird garantiert irgendwas passieren. Da komme ich ja nicht durch. Oh. Auch theoretisch so ein Teil, was ich hier durchschießen kann. Aber die habe ich nicht. Und vor allem die hier sind rund. Ach, das ist ja interessant. Hier kann ich ja nur die Dinger reinschießen. Na super. So, ich nehme das mal mit. Wir brauchen da oben 2 Stück davon. Wie bekomme ich die da hoch? Hier habe ich ja auch sowas. Das ist interessant. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Ich muss die irgendwie da rauskriegen. Warte mal, wenn ich das hier nochmal rausnehme, darüber reinpacke. Dann das hier so mache. Dann das hier so mache. Wenn ich das dann hier rausmache, dann geht das dann nicht, ne? Da ist hier ja zappenduster. Ungünstig. Komm, wir brauchen die Energie und wir brauchen das hier ja da. Was sehe ich irgendwas? Weiß nicht, diese Dinger kann ich ja schlecht... Ah, ich habe das gar nicht gemerkt. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt kriegen wir das dahin. Jetzt muss ich das mal noch raus... Muss ich das erstmal rausnehmen da, bevor ich irgendwas mache. So, jetzt wird ein Schuh draus. Alright. So, jetzt so. Dann hole ich mir den raus. Und... Nun. Diese hier kann ich nur die da reinschießen. Den brauche ich theoretisch auch nicht mehr. Aber ich muss den ja da reinmachen. Oder kriege ich den noch irgendwie? Theoretisch schon. Aber ich komme da nicht mehr hoch. Ich muss ja, glaube ich, hier hoch und das da reinmachen. Wie bringe ich ihn jetzt beide da hoch? Ich muss irgendwas mit dem Gitter hier machen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich es einfach nochmal... Ah, das kann ja nicht sein. Ich kann das da nicht zwischenlagern.
Muss ich noch 1 hochbringen? Wie mache ich das? Am besten ja. So. Dann nehme ich das mit. Okay, das könnte klappen. Sage ich. Hallo, das da rein. Gehe hier hin und klaue mir das raus und packe es da rein. Jetzt kann ich mir das nämlich holen. Juhu. So, bam, bam. Ja, es geht alles. Es geht alles. Did the ISA build you, Tom? Ach du Heilige. As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Hä, er hat sich selbst gebaut? Was? Habe ich das gerade richtig gehört? Okay, das ist cool. Okay, da wurde das, Have you wurde das heard of the gelöscht. Turing Test, Ava? Ich schon. It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has 2 conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Das, was ich vorhin gesagt habe. Was der Turing-Test ist, das wurde jetzt gerade nochmal erzählt. Ganz stolz. Aha. Okay. I understand. The struggle. So, halt, ich muss nochmal. So, nochmal so machen. Dann gehe ich darüber. Gehe hier hin. Hol mir das Gelumpe. Mach es da rein. Hol mir das. Upsa. Hol mir das und setze es da rein. Bams. Und Bams. Sehr schön. Ich finde das Konzept mega cool. Cool, Alter. Gefällt mir echt richtig gut. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Halt. Hier kriegen wir keine Antwort. Ich konnte dazu überhaupt nicht folgen, was die jetzt da wollen mit Chinesisch und mit was weiß ich, keine Ahnung. Nein. Jo. Hier haben wir. Ist auch sehr, sehr advanced hier. Ich wollte leider nicht mehr warten, bis es auf Deutsch vielleicht irgendwann mal rauskommt. But I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation.
Do not assume I could not do the same to you. Ah ja. I understand. Oh Gott. Meine Gehirnzellen. Boah, das sieht richtig cool aus hier. Hier gibt es eine Umleitung, sehe ich gerade. Und hier müssen wir irgendwas reinpacken. Ich weiß nicht, nehmen wir einfach den raus. Pack den mal da rein. Ah, Mann. So. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Was auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Muss wahrscheinlich was mit dem Plateau hier oben zu tun haben. Muss das hier rüber lenken. But how does it work? Work mit Ö übrigens. Ah, na, 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 na. Ich kann das aufhalten, das ist mir klar. Umlenken kann ich es nicht. Und wenn ich das rausmache, ist ja sofort hier wieder Feierabend. Auf die andere Seite kann ich es nicht reinpacken. Mir fehlt eigentlich noch so ein Teil. Theoretisch. Bei anders, da geht's ja nicht. Oder? Vielleicht doch? Irgendwas übersehen? Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Hä? Aber das geht doch nicht. Ich habe was übersehen. Jo. Alright. Juhu. Und dann gehe ich das wiederholen. Und gehe das wiederholen. Und weiter geht's. Was steht da? Crewquartiers. This is the crew's quarters. Waters. It looks abandoned. Ich hab gedenglischt. Sieht verlassen aus. Boah, die Musik, schön. WC. Captain Daniel. Na, das sieht... Deine Kinder. Die Musik. Schön. Wow, wie schön. Oh, es ist toll. Na, er hat getrunken. Christopher McLean. Einen kleinen, wie nennt man das? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie nennt man denn das nochmal? Deine Kinder. Deine Frau wahrscheinlich noch dabei. Hier liegt niemand. Because we care. Tja, man verlässt halt alles, wenn man den Planeten verlässt. Oh, ich glaube, das sind die beiden, oder? Sind das die Brüder? Ist das der Captain und er? Baseballschläger. Gott sei Dank unbenutzt. Engineer Chris McLaren Certificate of Service. McLean, nicht McLaren, McLean. Drilling Report. Da wurde wahrscheinlich da, wo Sport gemacht worden ist. Hier ist ein umgeschmissener Stuhl. Funktioniert wohl nicht mehr. Aus Kanada kommt der Werte her. Dr. Sarah Brooke. Ja, sehr bescheiden eingerichtet, aber auch so ein... Die Schlafkabinen sind toll. Eigentlich ein schöner Raum. Funktioniert nicht mehr. Sie hat den Hund. Er hat sie wohl auch zurückgelassen. Comlock. Kann
Communication wahrscheinlich. Isa Kochbuch. Riluzol. Alpha Lab. Was ist das? Mal. Each capsule contains Riluzol. Usual dosage can... Ja, was steht denn da drin? Was ist denn das? Oh. Okay, lustig. Ich habe keine Ahnung. Erste-Hilfe-Kasten. Und religiös war sie auch. Telomers. Hoffentlich sind die alle noch da. Und chemisch war sie auch unterwegs. Sehen wir nochmal, was sie ist. Certificate of Service. Exobiologie. Da waren wir drin. Und WC können wir, glaube ich, nicht rein, ne? Ne. Was steht hier? Notice. I do not see the need of so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I understand the need of transparency, but why he in the toilets? But why he is in the toilets? Das ist wirklich... Oh, nee. Das würde ich auch nicht mögen. Und immer eine Kamera? Oh, nee. So, hier waren wir. Oh, die Musik ist toll. Ich brauche die. Ich muss die haben. Da schauen wir uns noch ein bisschen um. Oh, er war Maler. Schön. Oh, was hat er denn da gemacht? Eine Flasche mit nichts. Spritzen. Was hat er da getan? Sein Malzeugs. Noch mehr Erste-Hilfe-Sachen. Er war, glaube ich, Doktor, oder? Ja, Doktor. Aber warum das so offen rumliegt, weiß ich auch nicht. Doktor und Maler. Alter, alles voll mit Erste-Hilfe-Sachen. Sochi Yui. Oh, er hat Geige gespielt. Oh, das ist echt toll. Hier die ganzen Geschichten, wer was und so gemacht hat. Das ist echt toll. Ah, hier die internen Mails. Okay, to Sochi from Chris. So what is you found then? So what is it you have found then? Okay, Sochi. We found an extremophile, an organism that can live in extreme conditions, that survives massive doses of radiation. Radiation damages DNA. Radiation damages DNA. The extremophile has a virus living inside it. The extremophonics scavenges DNA from other organisms, which the virus uses to repair the extremophile's damaged DNA. Especially they work together to survive in what's called a symbiotic relationship. Das heißt, da ist ein Virus drin, der die radioaktive Strahlung absorbiert. Das ist interessant, wenn ich das jetzt so richtig aufgefasst habe. So what's the implication? What does it do? In some ways it is an immortal relationship. It doesn't seem to age Alter, ich kann diese Wörter nicht aussprechen. Biologically, keine Ahnung. Aging and death are ultimately caused by DNA damage. We have the ability to fix our DNA, but that ability is limited. Und die wollen... Oh nein, das ist... Oh, das finde ich nicht gut. Sie an der DNA rumzuschrauben, dass man länger lebt. Ich glaube, das will die ja machen. This organism can repair damage caused by massive doses of radiation. Oder sie wollen sich gegen eine bestimmte Radioaktivität schützen, die hier vorherrscht. Ich weiß es ja nicht. If we could harness the power, we could potentially eliminate biological aging, what is known as scenes. Okay. Okay, geht's weiter? Ah ja. So you found something that could make humans immortal? Not exactly. There are many causes of death other than DNA damage. It would not save you from trauma, from brain damage, from cardiac arrest, etc. But it could potentially cure cancers and many genetic disease and massively increase life expectancy. End of correspondence. Heißt,
Sie wollen hier, oder sie haben hier irgendwas gefunden, was einfach hilft, die Lebenszeit zu verlängern. Was gegen Krebs hilft und so. Das ist nicht schlecht. Okay, dann bin ich ja wieder dafür. Dann ist alles gut. Noch mehr. Hi, my Jeff. We've been studying organism 119. Please find attached scanning electron microscope image, which appears to show Helix formation. Also diese ganzen Sachen hier. Attachment, kann ich das sehen? Ich kann es nicht sehen. Alter, das ist einfach zu heavy, was da steht. Das kann ich einfach nicht lesen, weil es so viel ist an Fremdwörtern, die ich nicht verstehe. Das ist ein bisschen schade. Ich fliege gerade ein bisschen drüber. Organism 119 attaches to human cells. Das heißt, er verbindet sich mit den human Dingern. Das funktioniert. Mit den human Dingern. Okay, sie haben irgendwas gefunden, das die Radiation auf jeden Fall in Schach hält. Sehr viel wissenschaftliches Zeug. Soll noch was anderes in Verbindung mit diesem ganzen Radiation, mit der Aufhebung des Radiation sein? Alles ist so viel Fachgedösel hier, das verstehe ich nicht. It's a virus unlike any we have ever seen. Maybe we have found a cure for scene sense, a form of biological immortality. We are running some long-term tests on plants and mice to see the effects. Das heißt, sie haben irgendwas gefunden, was es noch nie gegeben hat. Irgendwas, was sehr resistent ist. The plants are clearly exhibiting longer lifespans than exposed to the organism. We don't have the facilities here to continue testing. We are going to human testing. We are going to use ourselves as subjects. Oh Gott. Oh nein. Das ist genau das, was man nicht machen soll. Tja. Das geht natürlich auch alles zu Bruch. Die Erde noch. Alter. Aber es ist ein schöner Kontrast, wenn man immer diese Rätsel hat. Und dann hat man wieder diese Räume, wo man hier einfach ein paar Sachen entdecken kann. Und der Ladescreen kackt rein. Chapter 2. Wir hatten gerade schon Chapter 1, jetzt kommt Chapter 2. Dann schauen wir mal rein. Bis gleich.